Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das Entwicklungsziel unterordnen nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke erklären. Dein Entwicklungsziel ist das Ziel, was sich deine Seele im jetzigen Leben gesetzt hat. Zum besseren Verständnis der Entwicklungsziele empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke und mein Einführungsvideo in die Entwicklungsziele anzuschauen. Das Entwicklungsziel Unterordnen ist das dritte der 7 Entwicklungsziele. Weil es sich in der Spalte der Energie 3 befindet, gehört es zur kriegerischen und kämpferischen Energie 3. Es liegt genauso wie das gegenteilige Entwicklungsziel Herrschen auf der Aktionsebene. Beim Entwicklungsziel Unterordnen geht es somit primär um das Handeln. Alle Archetypen der Energie 1, 2 und 3 sind weiblich, also ist dieses Entwicklungsziel der weiblichen Dualität zugeordnet. Nun möchte ich ein paar Fakten zum Entwicklungsziel Unterordnen erläutern. Interessiert dich dein Entwicklungsziel, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Menschen mit dem Entwicklungsziel Unterordnen haben die Lernaufgabe, sich in ein größeres Gesamtgefüge einfinden zu können. Die Seele möchte lernen, sich in menschlicher Gestalt einer äußeren Instanz unterzuordnen und dabei ihre individuellen Ziele nicht aufzugeben. Ein Mensch mit dem Entwicklungsziel Unterordnen kann sich einer Organisation oder Bewegung anschließen. Er könnte einem Ideal oder einer Zielsetzung folgen. Er kann sich seinem Partner, seinen Eltern und der Familie hingeben. Oder er kann sich dem göttlichen Willen anvertrauen. Die nachhaltigste Hingabe führt derjenige aus, der sich seinem höheren Selbst, seiner Intuition und seiner Seelenfamilie öffnet. Unterordnen wird von vielen Menschen als unangenehm angesehen, weil sie in früheren Leben oft einer höheren Instanz komplett ausgeliefert waren und keinerlei Entscheidungsfreiheit hatten. Zum Entwicklungsziel gehört auch die Rebellion gegen gewaltsame Unterwerfung und Unterdrückung. Es ist ratsam, dass sich ein Mensch mit dem Entwicklungsziel Unterordnen an Verweigerung und Aufbegehren übt. Dadurch sichert er sich dann seine Handlungsfreiheit. Menschen mit dem Entwicklungsziel Unterordnen haben normalerweise einen ausgeprägten Willen und verfügen über Durchsetzungskraft. Zudem reißen sie ihre Mitmenschen mit und motivieren sie zur Hingabe. In ihrer Angst können sie die Freiheit anderer unterdrücken und sie zum Gehorsam zwingen. Außerdem könnten angstgeprägte Menschen mit dem Entwicklungsziel Unterordnen versuchen, sich Aktivitäten und Verantwortung zu entziehen. Dabei reduzieren sie ihre Kontakte und weichen ihren Mitmenschen aus, um sie nicht unterwerfen zu müssen oder sich selbst anderen unterwerfen zu müssen. Das Entwicklungsziel Unterordnen besitzt den Minuspol Unterwerfung und den Pluspol Hingabe. Ein Mensch, der sich in seinem angstgeprägten Minuspol Unterwerfung befindet, ordnet sich unter, weil er sich selbst schützen und verteidigen möchte. Er unterwirft sich aus der Angst, sich nicht wehren zu können, aus Angst vor der Strafe, vor Hass, Wut und Hilflosigkeit. Ist er in einer Machtposition, neigt er dazu, andere zu unterdrücken und ihnen Meinungen und Verhaltensweisen aufzuzwingen. Ein Mensch im Pluspol Hingabe erlebt Unterordnen als etwas Beglückendes und einen Akt der Freiheit. Er beginnt sich zu öffnen, seinen Widerstand zu verringern und die errichteten Mauern abzubauen. Die Befürchtung, jemand könnte alles über ihn bestimmen, verschwindet. Ich zitiere dazu die Quelle: „Aber die eigentliche Stärke, das wird er im Laufe seines Lebens immer häufiger erfahren, liegt in der Öffnung und in der Hingabe an das
was zum gemeinsamen Anliegen erkoren wurde und das nur erreichbar ist, wenn zwei oder mehrere sich der gemeinsamen Führung und einem übergeordneten Sinn anvertrauen. Zitat Ende. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit Entwicklungsziel unterordnen sind Angela Merkel, Günther Jauch und Barack Obama. Gut, damit wäre ich jetzt auch schon am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Entwicklungsziel du hast, welche Erfahrungen du bis jetzt mit deinem Entwicklungsziel und auch mit anderen Entwicklungszielen gesammelt hast, wie dir das Video gefallen hat und was ich noch ein bisschen näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Entwicklungszielen empfehle ich das Buch Die Archetypen der Seele und zur Erkundung deines Entwicklungsziels empfehle ich das Archetypen-Handbuch. Für Beratungen, weiterführende Materialien und Informationen empfehle ich die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du auch Menschen finden, die dir deine Seelenarchetypen wie das Entwicklungsziel ermitteln können. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.